Bevor ich über das Schreiben beim Testdarf reden kann, muss ich schnell etwas dazu sagen, was der Testdarf überhaupt ist. Was ist der Testdarf? Der Testdarf ist eine Prüfung, die ungefähr für das Niveau B2 und C1 geeignet ist. Und wenn man ihn besteht, mit 4 von 5 Punkten in allen 4 Teilen, kann man auf Deutsch in Deutschland studieren. Vergesse nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du auch auf Deutsch in Deutschland studieren willst. Im Studium und beim Testdarf haben Deutschlerner oft am meisten Angst vor dem Sprechen. Aber am Ende klappt das Sprechen tatsächlich ziemlich gut. Es ist oft das Schreiben, das schwieriger als erwartet ist. Nicht allzu lange her habe ich selbst den Test abgelegt und mittlerweile habe ich vielen Schülern dabei geholfen, den Testdarf zu bestehen. Dadurch habe ich ein System entwickelt, wodurch man seinen Text schreiben kann. Es gibt aber 2 Versionen des Testdarfs. In diesem Video schauen wir uns nur den papierbasierten Testdarf an. Ich hoffe aber, dass meine Tipps für alle hilfreich sind. Bei schriftlicher Ausdruck hat man 65 Minuten, um einen Fließtext zu schreiben. Das hört sich nach viel Zeit an, aber am Prüfungstag oder sogar wenn man eine Musterprüfung schreibt, kann man auf jeden Fall den Zeitdruck fühlen. Man bekommt ein Thema und eine Grafik sowie gegebenenfalls noch Beispielmeinungen oder Fragen zu diesem Thema. Aus diesen Informationen muss man den Text schreiben. Im Text muss man die Situation und die Grafik beschreiben. Danach muss man auch argumentieren. Der Text soll gut gegliedert und verständlich sein. Grammatik und Rechtschreibfehler sind beim Testdarf nicht so schlimm. Es geht eher um die Struktur und den Inhalt. Fangen wir mit dem ersten Schritt an. Man hat erstmal 5 Minuten, um die Anleitung und das Thema zu lesen. Man kann die Zeit leider nicht anders nutzen, weil man eben nicht weiterblättern darf. Deswegen solltest du dir das Thema genau anschauen und dir überlegen, worüber du schreiben könntest. Man kann sich schon überlegen, was für Grafiken es zu diesem Thema geben kann. Nachdem die 5 Minuten um sind, hast du 60 Minuten. Ich würde mir die ersten 5 Minuten nehmen, um alles auf dem Blatt anzuschauen. Ich würde die Schlüsselwörter sowie die Eckdaten der Grafik markieren. Das heißt, du solltest alles markieren, was wichtig sein könnte. Wichtig sind Datenpunkte, die besonders hoch oder besonders niedrig sind. Auch wichtig sind Wörter wie kein oder nicht, da diese Wörter die Bedeutung eines ganzen Satzes ändern können. Dann solltest du mindestens 5 Minuten einplanen, um die Gliederung deines Textes aufzuschreiben. Dafür braucht man eine Einleitung, einen Teil für die Grafikbeschreibung, mindestens einen Teil für die Argumentation und dann einen Schluss. Während du dir die Gliederung schreibst, kannst du dir schon überlegen, was du in jedem Teil schreiben willst. Ich schreibe dazu gerne Stichwörter. Darauf folgend hättest du 40 Minuten Zeit, um den Fließtext zu schreiben. Das sollte nicht so schwierig sein, wenn du alles auf dem Blatt gründlich gelesen und eine detaillierte Gliederung aufgeschrieben hast. Jetzt musst du deine Gedanken einfach aufschreiben. Es ist okay, wenn das dir heute nicht leicht fällt. Das kann man aber üben. Du kannst eine Grafik online finden und dazu eine Beispielaufgabe schreiben. Dann überlegst du dir eine Gliederung dazu und versuchst daraus einen Fließtext zu entwickeln. Man muss das Schreiben viel üben. Wenn man in einer Aufgabe gut sein möchte, sollte man eben ähnliche Aufgaben immer wieder üben. Wenn du das tust, wirst du auch im Studium dankbar sein. Im Studium muss man nämlich auch viel schreiben. Aber zurück zu den Schritten. Zum Schluss hast du 10 Minuten Zeit, um deinen Text zu korrigieren. Dabei solltest du aufpassen, ob du auch alle Aufgabenteile erfüllt hast. Wenn du dir sicher bist, dass du alle Aufgabenteile erfüllt hast, solltest du schauen, ob die Teile gut zusammenpassen.
Erst danach würde ich Sachen wie Grammatik und Rechtschreibung anschauen, falls es noch Zeit gibt. Hierfür solltest du schon wissen, was deine häufigsten Fehler sind. Vergisst du Nomen groß zu schreiben? Oder vergisst du eher, wo das Verb hingehört? Du hast auf keinen Fall genug Zeit, alles zu korrigieren. Also solltest du im Voraus wissen, worauf du achten musst. Das ist ja für jede Person anders. Falls du dich auf den TestDaF vorbereitest, habe ich auch andere Videos zum Thema TestDaF. Im letzten Video habe ich über meine 3 größten Fehler beim TestDaF gesprochen. Und wenn du den TestDaF bald ablegst, wünsche ich dir viel Erfolg. Wenn du noch Fragen hast, kannst du sie selbstverständlich unten in die Kommentare schreiben. Und für die Leute unter euch, die den TestDaF schon abgelegt haben, wie war es? Was fandest du am schwierigsten? Was war am einfachsten? Lass uns in die Kommentare darüber reden. Ich freue mich drauf und bis zum nächsten Mal. Tschüss!